So, ich bin wieder unterwegs. Die Nacht war okay. War zwischendurch mal ein bisschen wach, weil ich auf Klo musste und dann nicht mehr einschlafen konnte. Aber an sich ganz gut geschlafen. Und jetzt bin ich... Oh, da ist ein Geier da hinten am Kreisen. Jetzt bin ich hier den Pinienwald hochgestapft. Langer Anstieg. Es sind auch noch ungefähr 300 oder 200 Höhenmeter. Ne, 300 glaube ich, die noch kommen. Aber das Gröbste ist geschafft jetzt. Von der Steile her auf jeden Fall. Und hier sind einige Kühe. Der Bulle da, der guckt mich schon ein bisschen skeptisch an. Ja, die stehen hier schön im Schatten rum. Die letzte Section ist angebrochen. Section 5. Puigcerda, wie auch immer. Bis Cap de Creus. Noch ungefähr 230 Kilometer. Ich hoffe, dass ich heute ungefähr 32, 33 Kilometer schaffe. Vielleicht so ungefähr. Denn heutiger Tag, so die ersten 28 Kilometer sollen angeblich ganz einfach sein. Bisher war es auch durchaus machbar. Und ich weiß nicht, ob ich am Ende auf den letzten 3 Etappen so schnell vorankomme, weil da wird es extrem heiß. Und es kann sein, dass ich da eher eine Siesta machen muss. Deswegen würde ich jetzt gerne möglichst viel schaffen. Ich hatte ja schon gesagt, ich möchte gerne am Sonntag ankommen. Also heute in einer Woche. Das sollte auf jeden Fall klappen, wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert. Schulterschmerzen sind noch da, aber die werden auch nicht weggehen. Ist ja logisch. Bei der Belastung hier auf der Seite hier habe ich einen fetten Bluterguss vom Rucksack tragen. Das kenne ich aber. Das habe ich immer. Das habe ich auch vom Achterbahnfahren. Wenn ich da ein Looping oder Schraube oder sowas im Gurt drin hänge, kriege ich immer Blutergüsse an den Schultern. Schmerzt nicht, habe ich nur vorhin im Spiegel gesehen. Und jetzt laufe ich hier. Bin mal sehr gespannt, wie sich diese Section jetzt verhalten wird. Da hinten kann man noch so ein bisschen die hohen Berge sehen. Übermorgen geht es nochmal eben auf 2,7 hoch, 2 oder knapp 2,8. Der höchste Punkt dann des Trails, aber das Terrain hat sich schon merklich geändert. Ich bin jetzt hier auf, ich glaube, ungefähr 1700 und es ist einfach eine ganz andere Landschaft als noch gestern. Das ist wirklich total faszinierend, wie schnell sich das hier komplett dreht. Gestern noch in dieser absoluten Felslandschaft gewesen, der Halb-Halbenis, die durchaus vergleichbar sind mit irgendwie Bergen in Norwegen, in keine Ahnung wo, den High Sierras, wo auch immer. Und jetzt hier in dieser Wald- und Hügellandschaft. Das ist Wahnsinn. Man geht einmal in Tal runter, geht auf der anderen Seite wieder hoch und ist in einer völlig neuen Welt. Faszinierend, absolut faszinierend. Aber ich bin gespannt. Es soll jetzt wieder richtig warm werden, die Tage auch bis auf 30 Grad klettern. Und ich sag mal so, also da bin ich über jedes Stückchen Wald doch ganz froh, auch wenn ich eigentlich ja nicht so gerne durch Wald laufe, weil es so ein bisschen langweilig ist, aber sieht eigentlich sehr schön aus hier und es riecht vor allem auch extrem gut. Also dieser Pinienduft, das erinnert mich auch an meine Kindheit, wenn wir in Italien oder in Südfrankreich Urlaub gemacht haben. Schon schön. So, ich glaube, ich bin gerade zum ersten Mal überhaupt falsch gegangen. Zum Glück nur auf eine Straße, die letztendlich wieder mit dem Trail zusammenfügt. Scheiß Fliegen überall wieder. Das ist also nicht so schlimm gewesen, allerdings ziemlich einen Umweg gemacht. Ja, egal.
was soll's. Ich bin hier auf knapp 2000 Meter. Das ist so verrückt. Da sieht man noch die High Pyrenees, wo ich gestern hergekommen bin, wo 2000 Meter einfach komplett anders aussehen. Das ist wirklich so verrückt, dass man hier mit Luftlinie, keine Ahnung wie viele Kilometer das sind, also das ist ja wirklich nicht viel, so eine andere Landschaft hat. Tja, in die Richtung geht's. Also da hinten, da ist nochmal so ein Zipfelberg, der darüber guckt. Vielleicht ist das da, wo ich dann nochmal hingehe, wo es nochmal höher wird. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich total faszinierend, dass ein Tal die gesamte Landschaft verändert.